Willkommen zu Reinvented, dem Business-Podcast von Share IDS. Wir sprechen über Cloud, Prozesse und digitale Transformation. Praxisnah, verständlich und immer mit Blick auf das, was Ihrem Unternehmen echten Mehrwert bietet. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Mein Name ist Susan Sari, ich bin Journalistin und ich freue mich, dass ich im Rahmen dieser Reihe der Share IDS mit Menschen mit viel Fachexpertise über ganz konkrete Herausforderungen und Lösungen rund um Business Analytics, Planung und die SAP Business Data Cloud sprechen kann. Und dabei richten sich die Gespräche genauso an Fachleute wie an Interessierte. Kurz zur Share IDS. Sie unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse mit innovativen Lösungen zu transformieren, mit Expertise, Branchen-Know-how und starken Partnerschaften von der Strategie über die Umsetzung bis hin zum Betrieb. In dieser Folge geht es um ein Thema, das viele Unternehmen aktuell beschäftigt: die SAP Business Data Cloud. Eine zentrale Plattform von SAP, auf der Unternehmen ihre Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammenführen, verwalten und für Analysen oder Planung nutzen können. Und genau die, beziehungsweise das alte Modell der SAP Business Data Cloud, die läuft 2027 aus. Das heißt, viele Unternehmen müssen umsteigen und vom alten SAP Business Warehouse hin zur neuen Business Data Cloud. Und das ist nicht einfach ein Upgrade, sondern wird eben ganz schön viel beinhalten. Aber was bedeutet das konkret für Menschen im Controlling, in der Analyse oder der Planung? Wo fängt man an und worauf muss man achten? Genau darüber sprechen wir heute mit jemandem mit absoluter Fachexpertise. Ich darf nämlich Stefan Jakobs begrüßen. Er ist Head of Business Analytics bei Share IDS. Er kennt die Business Data Cloud genau und kann uns zeigen, was sie für Unternehmen konkret bedeutet. Ich grüße dich, Stefan. Ja, herzlichen Dank, Susanne. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch mit dir, um auch den Zuhörern das ganze Thema etwas näher zu bringen. Wir haben uns im Vorhinein geeinigt, uns zu duzen und deswegen kann ich auch direkt starten, Stefan. Ich würde dich erstmal gerne nach deinem Werdegang fragen. Wir haben es jetzt gerade gehört, die Schlagwörter, aber was hat dich denn zu deinem aktuellen Fokus Business Analytics gebracht und was sind eigentlich konkret deine Hauptaufgaben? Ja, man kann sagen, so wie Obelix damals in den Zaubertrank gefallen ist, bin ich in das Thema Data Warehousing gefallen. Und zwar war das eigentlich das Thema, was ich nach meinem Studium der Wirtschaftsinformatik direkt gemacht habe, damals noch mit dem SAP BW. Und das hat mich über die Jahre hin verfolgt letztendlich. Und ich habe sozusagen die unterschiedlichen Entwicklungen mitgemacht, bis ich dann jetzt halt bei der Share die Möglichkeit habe, jetzt mit dem neuen Umfeld der SAP Business Data Cloud an der Stelle fortzufahren, was ich damals halt begonnen habe. Also, ich war schon seit Anfang an sozusagen dabei und da wird es halt die Möglichkeit, das Ganze etwas auf modernere Füße zu stellen und so mal vielleicht ein paar Ratschläge geben zu können, was sich denn ändert, was ins Bessere jetzt überführt werden kann und was vielleicht auch Restriktionen sind. Jetzt haben wir Leute aus Fachexpertise, die zuhören, aber sicherlich auch Menschen, die noch nicht so viel von dem Thema gehört haben, wie ja auch meine Person. Deswegen würde ich dich gerne noch fragen, was begeistert dich denn an dem, was du da machst? Na ja, grundsätzlich, hat man halt die Möglichkeit, sehr nah an dem entscheidenden Thema der heutigen Zeit zu sitzen, und zwar der Entscheidungsfindung, der Entscheidungstreffung. Und das schafft man halt dadurch, dass man entsprechend eine Grundlage schafft mit Reporting, mit Analysen, mit AI, um quasi den Entscheidern im Unternehmen die bessere Möglichkeiten zu geben, halt voranzugehen und gestalten zu können. Und diese Möglichkeit, eine Grundlage zu schaffen, um eben gestalten zu können, um schneller zu werden, effizienter, mit eben diesen modernen Mechanismen, Analytics, AI und so weiter, was uns alle ja privat auch umtreibt. Das ist eigentlich das wirklich, ja, was mir Spaß macht und, was, denke ich, auch vielen Spaß macht, die sich mit dem Thema befassen. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein mit der SAP Business Data Cloud. Warum sollten wir eigentlich genau jetzt über sie sprechen und sie in den Fokus setzen? Na ja, weil man einerseits dazu, na ja, auf gut Deutsch gezwungen wird und auf der anderen Seite es aber enorme Mehrwerte bietet. Also vielleicht mal grundsätzlich, weshalb es sinnvoll ist, sich damit zu befassen. Du hast es ja schon richtig angesprochen, das Thema SAP BW, was ich quasi auch jetzt seit über 20 Jahren mache, das läuft Also das aus. Alte das Das Alte läuft aus. Alte, genau, das Alte. Also das, BW On HANA sagt man auch dazu oder BW On Any-Datenbank. Da wird seitens der SAP, der Support nur noch bis 2027 gewährleistet. Und man kann zwar, wenn man einige Münzen reinwirft, das Ganze noch ein paar Jahre weiter nutzen, aber ohne jegliche Innovation.
Es gibt auch eine Möglichkeit, dass man auf BW4HANA, aufs Nachfolgeprodukt geht und das Ganze on-premise nutzt bis 2040, aber da verliert man sehr viele Mehrwerte. Und man ist halt immer noch, naja, in seiner eigenen Umgebung. Und der große Vorteil, den die SAP mit der Business Data Cloud liefert, ist, dass man halt eben komplett mit seinem Data Warehouse, aber auch mit seinen generellen Analyse-Tools in die Cloud das Ganze überführt. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber grundsätzlich kriegt man dort ein, gewisses Fundament zur Verfügung gestellt, um eben in die moderne Cloud-Welt einzutauchen, was Analysen angeht, was Management, Dashboarding, Planung angeht, aber eben auch eine Grundlage zu schaffen für verschiedene AI-Instrumente, wie beispielsweise, das haben vielleicht auch die einen oder anderen schon mal gehört, SAP Joule oder AI Agents, die man auf Basis der Business Data Cloud vorteilhaft anwenden kann. Also das alte BW hast du das genannt, also Business Warehouse, Mhm. läuft aus. Das ist eben das, was wir vor uns haben. Und man kann das durchaus noch weiter nutzen, aber es lohnt sich eben auf diese Business Data Cloud zu schauen. Ne? Fasse ich jetzt mal so zusammen, was kommt denn da auf Fachverantwortliche zu, die sich eben mit der Business Data Cloud beschäftigen wollen? Ja, erstmal grundsätzlich die Frage, falls ich noch ein aktuelles BW habe, also es gibt, muss man immer fairerweise dazu sagen, auch Kollegen, die noch kein Data Warehouse haben und jetzt quasi ein neues anschaffen, ne, für die macht es auch durchaus Sinn, in die BDC oder Business Data Cloud dann halt zu gehen. Aber grundsätzlich ist es die Frage, wie genau diese Cloud-Umgebung ausgestaltet wird. Heißt, man hat die Möglichkeit, ein sogenanntes BW in der Private Cloud Edition innerhalb dieser Business Data Cloud noch für ein paar Jahre mehr zu betreiben. Das ist die Möglichkeit eins, die man hat. Da gibt es relativ einfache Ansätze, wie man so ein Shift and Lift aus der aktuellen Umgebung heraus schaffen kann. Und daneben gibt es halt noch relativ neue Produkte, wie zum Beispiel die SAP Datasphere oder jetzt SAP Databricks, womit man halt ein Data Warehousing komplett noch mal neu aufsetzen kann oder jetzt mit neuen Möglichkeiten versehen kann, um da eben sozusagen das Next Level von Analysen zu gestalten. Und on top hat man eigentlich ein Produkt, das es schon etwas länger gibt, gerade im Reporting-Umfeld. Das ist die SAP Analytics Cloud, die auch eben Bestandteil dieser Business Data Cloud ist. Und ja, man muss sich also architektonisch mit dem Thema befassen, welche Produkte dort Sinn machen, was auch der richtige passende Lizenzrahmen ist und naja, wie man sozusagen auch mit der, bestehenden Mannschaft, die man im Unternehmen hat, sozusagen den Umstieg am besten hinbekommt. Mhm. Du hast jetzt ja schon auch Alternativen durchaus aufgezeigt. Trotzdem nochmal, du stehst ja eben auch für die SAP Business Data Cloud und ich würde gerne nochmal an der Stelle fragen, was hat die denn konkret, was da jetzt früher nicht möglich war, was da jetzt geht? Also was macht die Quintessenz dessen aus? Ja, einerseits ist es so, wenn ich jetzt in die Historie der SAP im Analytics-Bereich gucke, gab es immer eine Vielzahl von verschiedenen Produkten. Da macht man jetzt im Prinzip eine Klammer drum, weil man sagt, wir haben gezielt jetzt eine Plattform, ja, mit unterschiedlichen Produkten, die ich dort betreiben kann, aber letztendlich eine Klammer um alle Analytics-Themen. Also letztendlich, wenn ich als Unternehmen mich mit dem übergreifenden strategischen Reporting befasse, dann habe ich damit letztendlich alles abgedeckt. Der Mehrwert in der Vergangenheit ist, würde ich immer sagen, einerseits eine Flexibilität, SAP-Quellen, aber auch Non-SAP-Quellen schnell anzuschließen, eine sprechendere Datenmodellierung, wenn ich jetzt unterschiedliche Daten zusammenführe, strukturierte, unstrukturierte Informationen. Ich habe noch ein weiteres Argument, viel mehr Möglichkeiten im Bereich Realtime zu machen. Das heißt, sobald jetzt in einem beispielsweise ERP-System etwas erfasst wird, dass ich es direkt live in einem Report sehen kann. Und was komplett neu ist, da arbeitet die SAP wirklich mit Hochdruck grad dran, ist halt das Thema Datenprodukte. Was verbirgt sich darunter? Letztendlich habe ich immer in der Vergangenheit sehr technisch argumentiert. Ich hatte meine Datenbanktabellen, meinetwegen meine Views, meine speziellen Objekte. Und die SAP macht sozusagen eher eine semantische Sicht jetzt daraus, dass sie sagt, okay, es gibt jetzt ein Datenprodukt, wie beispielsweise ja, Geschäftsprozess oder Hauptbuchhaltungseintrag oder Debitor, wie auch immer. Und diese Datenprodukte kann ich so standardisieren, dass ich out of the box
Reports generiere, aber auch, Quellen definiere, mit denen ich dann im Bereich Machine Learning sofort loslegen kann. Mhm. Ja, Also und ganz mhm. moderne Möglichkeiten halt, die ich in der Vergangenheit nicht hatte. Vieles integriert und eben nicht nur im reinen SAP-Kosmos, sondern sozusagen, in der breiteren IT-Welt. Also ganz konkrete positive Änderungen, die es da gäbe. Mhm. Jetzt hattest du eben, Stefan, auch, unterschiedliche, ich sage mal, Kundengruppen ja fast schon angesprochen und wir hatten auch angesprochen, was ist denn, beispielsweise mit Kundengruppen, die heute schon bei S/4HANA sind, aber eben noch nicht mit der Business Data Cloud arbeiten? Kann man da sagen, dass das für unterschiedliche Gruppen 'n unterschiedlich weiter Weg ist? Ja, sicherlich. Also, es ist so, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ein Kunde jetzt beispielsweise noch überhaupt kein SAP-System hat und auch kein S/4HANA-System einsetzt, ist halt der Sprung in die SAP BDC schon ein größerer, ne? Wenn jetzt ein Kunde schon beispielsweise in einer S/4HANA-Transformation ist, bietet es sich aber wirklich an, sich mit dem Thema zu befassen, weil ich eben, grade wenn ich im S/4HANA Private, aber auch in dem Public, also im Cloud ERP, Public Cloud Edition sagt man auch dazu, unterwegs bin, sehr viele Ansatzpunkte habe, wo ich eben die eben beschriebenen Datenprodukte sehr einfach in der BDC generieren kann. Ja, also ich habe quasi immer noch meine Businesslogik, mein Businessverständnis, was ich dort anbringen kann, um eben Datenmodelle zu entwickeln und, schaffe es eben so, die SAP sagt dazu, Business Suite aufzusetzen, weil ich bestehend aus dem Kern des S/4HANA-Systems, der Datenverwaltung, des Datenmanagements der SAP Business Data Cloud und dann sozusagen als Kranz drumrum eben unterschiedliche AI-Agenten, mit denen ich dann wirklich, ich sage mal, ganz, moderne Copilot-Funktionen ausführen kann. Gehen wir mal tatsächlich, 'n Schritt weiter in der Praxis und stellen uns die Situation vor, dass Unternehmen, die jetzt unter diesem Transformationsdruck stehen, sagen: „Okay, sie möchten wechseln.“ Was sind denn da so typische Probleme oder Herausforderungen, die Mhm. Unternehmen aktuell noch ohne Business Data Cloud haben? Na ja, also wenn ein Kunde wirklich sagt: „Ich will jetzt da reingehen“, dann ist oft, die Frage wirklich erstmal essenziell zu beantworten: „Wie sieht denn die aktuelle Systemlandschaft aus?“ Ja? Also, es ist sicherlich ein Unterschied, ob jetzt ein Kunde eben beispielsweise ein BW-System hat, es einfach nur in die Cloud heben will oder ein Kunde sagt: „Ich möchte gerne das BW-System dann komplett wegschmeißen und komplett neu auf der grünen Wiese entwickeln“ oder Also, eben ganz vom Business Warehouse, von dem älteren weg, in hin ins Neue, in die Business Data Cloud, mhm. genau. Das ist dieser Shift-and-Lift-Gedanke, bedeutet aber auch, dass man, ich sage immer mal, na ja, das hat so ein bisschen was manchmal für mich alter Wein in neue Schläuche, ja? Von daher bin ich immer ein Verfechter davon zu sagen: „Okay, wenn man sich mit der BDC befasst, sollte man eben auch gucken, dass man eben gerade dort die Bestandteile Datasphere und, SAP Analytics Cloud einsetzt, vielleicht mit der Databricks.“ Aber es ist sicherlich ein Problem für viele erstmal diesen Schritt zu gehen, weil das quasi auch vom Skillset rein technisch gesehen ein komplett anderes Level ist, ne? Also, die Art, wie ich jetzt entwickle, von Programmiersprache her zur Datenmodellierung, ist halt schon ein anderer, wie es in der Vergangenheit war. Und Der deswegen Wechsel haben gerade die mit dem, ich sage mal, mit dem Expertenbauch ein Problem, den Umstieg manchmal hinzubekommen. Der Wechsel eben zur BDC, zur Mhm. Business Data Cloud. Gibt es da Stolpersteine, wenn Unternehmen auch mit dem Thema starten, auf die man besonders achten sollte oder was man da im Kopf behalten sollte? Ja, die gibt es. Einerseits muss man immer, sozusagen, na ja, ich sage mal so 4 Ebenen im Kopf haben oder vier Bereiche. Der erste Bereich ist der der, Systeme, der technischen Architektur. Das heißt gerade auch, wie man die Quellsysteme an die, Business Data Cloud anschließt, wie man die Userverwaltung macht, wie man vielleicht unterschiedliche, Systeme, also ob man ein Entwicklungssystem, ein Qualitätssystem, ein Produktivsystem braucht, wie man die verbindet, Transporte macht. Also, da gibt's wirklich eine Vielzahl von technischen Sachen. Und dann ist natürlich der Punkt Daten zentral. Also, man muss sich schon überlegen, wie man nicht nur SAP-Daten, sondern auch Nicht-SAP-Daten dann eben
dort reinbekommt oder reinbekommen will und ob man alle dort persistiert, was ziemlich viel Speicher benötigt, oder ob man quasi nur das dort im Zugriff nehmen will, was man unbedingt zum Reporting hat. Ne, da gibt es unterschiedliche Wege, was man da machen kann, aber diese Entscheidungen muss man treffen, um nachher keine Überraschungen zu bekommen. Und dann ist eigentlich für mich immer so dieses zentral wirklich, ähm, die Leute mitzunehmen. Also, ich habe schon in der Vergangenheit schon mal Projekte erlebt, wo es schwierig war, mit der neuen Technologie richtig Fuß zu fassen, einfach weil man die intern auch nicht richtig vermarktet hat. Also, es gibt gewisse Restriktionen auch, wenn man die Dashboards nutzt. Einige Sachen, die funktionieren super. Einige Sachen sind vielleicht die, wo man sagt: „Na ja, da sind es vielleicht nicht die Funktionen wie jetzt in anderen Tools, aber da baut die SAP, enorm zu." Aber da ist es wichtig, frühzeitig auch in den Projekten die Endanwender mitzunehmen, die letztendlich nachher auch Berichte konsumieren oder eben auch auf AI-Technologien dann Mhm. draufsetzen. Paar spannende Punkte angesprochen. Ich knüpfe noch mal da ein, du hast jetzt 4 Aspekte genannt, so in Richtung Mhm. Stolpersteine, hast auch gesagt, Endanwender von Anfang an mitnehmen. Was, könnten denn aus deiner Sicht gute erste Schritte sein, um sich an das Thema ranzuwagen? Ja, also ich bin immer ein Befürworter von sogenannten Discovery Workshops. Ja, jetzt kommt jeder wahrscheinlich und sagt: „Oh, Workshops, ne, das ist jetzt wieder so der Klassiker." Was verbirgt sich denn darunter? Eigentlich machen wir dieses Format bei der BDC ganz gerne, auch im Bereich AI, BTP übrigens, wo wir sagen, wir machen, einen gezielten Workshop, wo wir uns wirklich einen Tag vor Ort mit dem Kunden zusammensetzen, wo wir aufnehmen: Wie ist eure Ist-Landschaft? Was sind eure Anforderungen an die Zukunft? Was gibt die SAP Roadmap vor? Wo sind vielleicht auch, ich sage mal, Punkte, was sind Punkte, die euch besonders wichtig sind? Und dann stellen wir mit dem Kunden gemeinsam eine Roadmap auf, die dann eben Empfehlungen gibt und auch einen Hinblick auf Lizenzkosten quasi dann erleichtert. Um zum Beispiel sowas zu sagen wie: „Okay, ihr habt jetzt in der Ist-Landschaft ein BW-System. Wir würden euch vielleicht, um Aufwand zu ersparen, einmal ein Shift and Lift durchaus empfehlen, aber dann im zweiten Step geht doch mal bitte eher auf die Datasphere, weil ihr könnt die, entsprechenden, ja, Capacity Units, also die Bezahlungen dann quasi überschieben dann von einem BW-System in der Cloud Richtung Datasphere." Und dazu nutzen wir gerne dieses Discovery Workshop Format. Sieht dann so aus, dass wir einen Vorbereitungscall mit dem Kunden machen, der über 2 Stunden geht, dann eben diesen Workshop genau aufplanen, den Workshop dann machen und dann eine konkrete Empfehlung abgeben. Spannend. Und so haben wir halt für innerhalb von wenigen Tagen eine Roadmap aufgelistet, die man dann eben weiter, detailliert verfolgen kann. Also konkret eben Workshops auch zu nutzen als Werkzeug. Mhm. Jetzt kann man ja kaum in diesen Tagen sprechen, ohne mal das KI-Wort dann doch mal noch mal aufzugreifen. Du hast es Mhm. eben schon getan. Ich würde gerne vielleicht ganz kurz auch anreißen, welche Rolle spielt denn KI im Business Data Cloud Kontext? Wie reif ist das Thema? Ja, es ist am Reifen. Also, man muss sich immer dessen bewusst sein, was will die SAP denn mit dem AI-Thema? Und da hat die SAP einen zentralen Begriff, ein zentrales Tool, das nennt sich SAP Joule. Ein sogenannter, ja, generativer KI-Copilot, der Agenten steuert. Was verbirgt sich darunter? Wenn wir jetzt an sowas denken wie beispielsweise ChatGPT, um mal so ein Beispiel zu haben, dann geben wir irgendetwas dort ein und wir kriegen eine Antwort zurück. Das ist immer sozusagen, ich stelle eine Frage oder habe eine Aufgabe und kriege direkt etwas zurückgeliefert. Der Gedanke bei Joule ist, ich habe einen Copilot, ich gebe etwas ein, aber das System gibt mir nicht nur eine Antwort, wenn ich eine Frage stelle, sondern führt auch etwas aus. Oder kontaktiert direkt jemanden. Also beispielsweise, ich habe jetzt eine Forderungslaufzeit im System in der Debitorenbuchhaltung. Ein Problem wird erkannt und das System interagiert automatisch mit dem Kunden. Oder ich habe eine Frage zum Thema Reisekosten, Reiseplanung und automatisch im Hintergrund werden Sachen gebucht. Heißt, die Stärke hier eine Integration in das SAP-System. Und dieser Copilot, der eben zur Verfügung gestellt wird, der ist dann eben besonders stark, wenn ich es schaffe, nicht nur auf einem modernen S/4HANA-System aufzusetzen, sondern eben auch die Business Data Cloud zu haben, weil dann eine Verlinkung erfolgt zwischen diesen Datenprodukten, die ich eben mal, erwähnt habe, und den Prozessen im Hintergrund. Und damit habe ich die absolut perfekte Basis, um eben die aktuell verfügbaren AI-Themen umzusetzen, aber auch auf die AI-Themen dann später, draufgehen zu können, die jetzt aktuell von SAP entwickelt werden.
Mhm. Beispiel, es wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres hin einen eigenen Agent Builder geben, mit dem man solch AI-Agenten auch als Kunde selbst modellieren kann. Und das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich eben die Themen einsetze wie SAP Business Data Cloud, optimalerweise ein Cloud-ERP, alles basiert auf der Business Technology Plattform, um eben quasi das perfekte Fundament zu haben, in die Zukunft starten zu können. Also auch da spannend, wie es weitergehen wird. Jetzt haben wir ja natürlich 'n Riesenfass geöffnet mit der Business Data Cloud. Und Stefan, ich nutze jetzt deine Expertise, würde gerne den Schluss, auch vielleicht an der Stelle so gestalten, dass ich dir noch 3 Fragen stelle und wir schauen mal, ob wir da vielleicht mal blitzartig, mit der Lupe draufschauen können. Und meine erste Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, ist, vielleicht auch noch mal, um auch das vielleicht ganz aus einer anderen Perspektive greifen zu können. Was begeistert dich persönlich an der Business Data Cloud? Was unterschätzen vielleicht auch Unternehmen häufig daran? Hm, wie soll ich jetzt sagen? Das ist also, die Integrationsfähigkeit, auch die Offenheit, Transparenz, was die Nicht-SAP-Welt angeht und wenn ich das jetzt aus wirklich reiner Entwicklungsebene mal sehe, back to the roots. Also, man hatte immer das Gefühl, im SAP-Kosmos gefangen zu sein mit dortigen, ich sage mal, ja, Silo-Umgebungen. Und ich finde immer bei der Business Data Cloud, wenn man sich damit befasst, macht man noch mal 'n etwas weiteren Blickwinkel und ist wirklich, sozusagen auch, wieder in der, in Anführungszeichen, modernen IT-Welt angekommen. Noch mal 'ne Blitzlupe, Stefan, werfe ich dir rüber. Und zwar, was ist denn der größte Denkfehler vielleicht auch, den du im Markt beobachtest? Ach, der typische Denkfehler, da muss ich jetzt auch mal überlegen. Da gibt es natürlich immer viele Probleme, die da genannt werden. Also vielleicht einer, dass, Einsatz von Standardprodukten nicht bedeutet, dass ich auch keinen Entwicklungsaufwand habe. Auch wenn ich jetzt sage, dass mit einem Thema SAP Business Data Cloud vieles out of the box mitkommt, mit Datenprodukten et cetera, muss ich mich damit intensiv befassen und habe auch nachher einen gewissen Aufwand, wenn ich neue Datenmodelle aufziehe oder neue Berichte entwickle, in AI reingeht. Und da sage ich immer: „Bitte unterschätzt nicht diesen Aufwand, der da entstehen kann. Seht es aber als Chance an, wirklich, neue digitale Wege einzuschlagen." Und vielleicht als Schlussfrage, Stefan, egal ob jetzt jemand kurz vorm ersten Schritt zur Business Data Cloud ist oder einfach sich informieren möchte, was können wir denn als Fazit vielleicht auch noch mal, setzen? Was würdest du sagen? Ja, also das Thema SAP Business Data Cloud sollte für alle Kunden interessant sein, die wirklich SAP im Einsatz haben, als übergreifende Analyseplattform, Reporting. Ich würde immer anregen, mit eben einem Workshop zu starten, um eben mal festzustellen, inwieweit das für das Unternehmen wann sinnvoll ist. Und nicht nur das als technische Notwendigkeit sehen, sondern eben auch als Chance, neue Wege einzuschlagen, um eben wirklich einen Business-Mehrwert erzielen zu können. Das sagt Stefan Jakobs. Ich danke dir erstmal an der Stelle für die Einblicke und das Gespräch. Und wenn ihr, die zuhören, mehr wissen möchten über die SAP Business Data Cloud und auch über konkrete Einstiegsmöglichkeiten, dann können Sie auch gerne nochmal in den Shownotes vorbeischauen. Dort finden Sie auch Kontaktmöglichkeiten zur Share IDS. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann geben Sie uns gerne einen Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Podcast, empfehlen Sie uns gerne weiter und bleiben Sie neugierig. Tschüss! Das war Reinvented, der Business-Podcast von Share IDS. Mehr Impulse, Best Practices und Hintergründe finden Sie auf share-ids.de. Wenn Sie wollen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.